Heute habe ich vor, euch eine Herbstdeko-Idee im Glas zu zeigen. Ja, und bevor es jetzt mit der Dekoration losgeht, werde ich zunächst diese Zierkürbisse mit Sprühfarbe besprühen. Ich habe jetzt auch alle Türen und Fenster in meiner Werkstatt offen und ihr könnt es ja schon sehen, ich ziehe jetzt auch Handschuhe an. Und während des Besprühens der Kürbisse trage ich auch eine Maske. Sicher ist sicher. Wie heißt es? Die Farbe bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt hier für ein Weiß entschieden und dann für ein zartes Lila. So, ich denke, den hier, den machen wir in Lila und den hier in Weiß. Ich muss das hier mal eben etwas anders hinlegen, damit ich mir den Tisch hier nicht vollkommen einsaue. Ist jetzt in meinem Fall aber so oder so egal. Die Farben immer vorher gut schütteln. Ich habe jetzt hier noch gar keinen Probelauf gemacht, ob sie noch sprüht. Ja doch, ist okay. Da kann ich euch besser bei dem hier zeigen. Den Stiel, den möchte ich so natürlich lassen, wie er ist. Und was man jetzt auch noch mal fairnesshalber hierzu sagen muss, die können nach dem Besprühen nicht mehr in den Biomüll, ne? Die gehören dann in die Restmülltonne. Wollte ich euch jetzt auch noch mal sagen. Wie rum hatte ich jetzt vor? Quatsch, den hier weiß und den anderen in diesem Rosaton. Ich halte den jetzt hier einfach mal so fest, den Stiel. Kann man auch abkleben, aber habe ich jetzt nicht vor. Und dann sprühen wir dich mal ein. Zum Trocknen kommen die jetzt nachher nach draußen. So, ich mache das auch von unten. Nicht zu viel drauf sprühen, ne? Sonst kommen da so, ich sag mal so Tropfen entstehen dann. Ich tue mal dahin. Das Glas, was ich jetzt verwenden werde, hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 18 cm. Und der Durchmesser beträgt ca. 20 cm. Ja, und auf den Glasboden kommt jetzt zunächst Heide und Stacheldrahtpflanze. Ich muss mir das jetzt hier allerdings noch zurechtschneiden oder vielmehr abschneiden. Na, Schere, warum warst du gerade verkantet? Die Stacheldrahtpflanze schneide ich ja so weit unten ab, wie es geht. Wenn jetzt hier so unschöne Stellen dran sein sollten, einfach abschneiden. Legen wir dich mal so plüschig da drauf. Ich schneide schon mal alles ab. Da kann ich ruhig alles einarbeiten. Ich glaube, ich muss meine Schere mal wieder schleifen. Die Heide, die war noch übrig geblieben von irgendeinem anderen Projekt. Ich weiß schon selber nicht mehr wovon. Schneide ich jetzt auch alles ab. Die hat auch ganz schön unter der Sonneneinstrahlung draußen gelitten. So, das hier können wir noch nehmen. So, zack, beiseite. Das sieht nicht mehr so schön aus. Die Heide, die würde ich so als, sagen wir mal, kleines Sträußchen einarbeiten. Also nicht nur immer so ein Ding da reinlegen. Mal eben Lucky machen. Ja, dann kommt jetzt gleich noch eine Drahtlichterkette hinzu. Ja, einfach hier die Heide so hineinlegen, wie ihr das halt leiden mögt. Ich denke, ich werde die so an 2 Stellen hier von dem Glasboden hineinlegen. Ja, mal gucken. Das entscheidet man auch viel im Laufe des Prozesses. Also ich weiß jetzt auch noch nicht zu 100%, wie es werden soll. Die Idee ist mir vorhin im Garten gekommen. Den Glasboden habe ich jetzt soweit fertig gestaltet und im nächsten Schritt wird eine 2 Meter lange Drahtlichterkette eingearbeitet werden. Ich werde die so zwischen der Stacheldrahtpflanze, ich sag mal, hineinstecken oder vielmehr hineinarbeiten. Ich hatte sie auch vorhin einmal überprüft, ob sie geht. So, in meinem Fall funktioniert sie schon mal. Das wäre jetzt auch sonst ziemlich ärgerlich. Ihr habt die Lichterkette eingearbeitet und dann geht die nachher nicht. Ich werde aber wahrscheinlich noch nicht alles einarbeiten. Ich bin jetzt hier gerade selber noch am Überlegen, wie ich das genau machen möchte. Weil, ja, auf diese Art und Weise habe ich jetzt auch noch kein Glas gestaltet. Ist jetzt für mich auch der erste Versuch. Einfach so, ich sag mal so kreuz und quer da hineinstecken. Ja, vielleicht auch nicht zu sehr kreuz und quer. Irgendwann im Laufe der Zeit wird das ja auch alles mal wieder abgebaut werden. Ja, und ich finde, auch wenn die Stacheldrahtpflanze und auch die Heide im Laufe der Zeit mal eintrocknen, dann sehen sie immer noch schön aus. Das hier lasse ich jetzt erstmal als Reserve. Man könnte jetzt auch noch darüber nachdenken, ob man das Batteriefach später in dem Glas verstecken möchte. Aber mein Glas hat ja eine Wand hinten dran, sage ich jetzt mal. Und dann lege ich die Batterie, das Batteriefach so rum, einfach dahinter. Ne, wird man in meinem Fall nachher nicht mehr sehen. Ansonsten kann man es hier auch damit Stacheldrahtpflanze und Heide vertuschen. Würde ich aber auch immer so einarbeiten, dass ihr die Sachen noch sehen könnt. Dass ihr das noch hinausbekommen könnt. So, dann habe ich hier von einem vorherigen Projekt noch getrocknete Bauernhortensien. Die wollte ich jetzt auch einarbeiten.
Ich hatte die mir schon, ja, da war ich zu eilig, kleiner geschnitten, ist jetzt aber für dieses Glas gar nicht mal verkehrt. Hätte ich so oder so kleiner geschnitten. Dann werden höchstwahrscheinlich noch Lampignonpflanzen eingearbeitet und noch mehr wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich die Kürbisse jetzt hier gleich. Die Kürbisse werden dann folgendermaßen platziert werden, als wäre jetzt die Stacheldrahtpflanze so eine Art Nest. Ach, ich übertreibe schon wieder. Aber ich denke, ich hole jetzt auch mal gleich die Kürbisse, dass die dann schon mal hier so drauf sind. Und dann kommt die Lampignonpflanze hinzu. Die Kürbisse sind mittlerweile getrocknet und im Übrigen, ihr könnt die auch einfach in der Naturfarbe lassen. Ne? Es bleibt jetzt jedem selbst überlassen, ob er die noch farbig ansprühen möchte oder nicht. Aber ich hatte da jetzt einfach mal Lust drauf, die mal anders zu gestalten. Und ist ja letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Hortensien und Lampignonpflanzen. Dann kriegen wir es so ab. Ja, mal schauen, ob wir die jetzt noch einarbeiten möchten. Andererseits, das bisschen an Bauernhortensien möchte ich jetzt nicht aufheben. Insofern kann das da jetzt ruhig noch mit hinein. Ja, und dann halt noch der Rest der Lichterkette. Und somit ist man dann mit diesem Glas auch fertig. Ne, das ging ja jetzt relativ schnell. Ich glaube, ich habe dafür jetzt, ja, gut, ich sag mal jetzt mit Wartezeit, ne, dass die Kürbisse trocknen, sagen wir mal jetzt ein Stündchen. Ich hatte jetzt so in etwa 20 Minuten abgewartet, bis ich die Kürbisse weiter einarbeite. Und die Lichterkette, die darf hier oben auch so etwas hinausschauen, zumindest meiner Meinung nach. Oder man arbeitet sie halt hier unten komplett mit ein. Bedenkt aber, das muss ja hier auch noch reichen, dass das da hinauskommen kann. Oder, wie bereits auch schon erwähnt, ihr versteckt die dann innerhalb eures Glases. Mache ich jetzt aber nicht. Mich stört das jetzt persönlich überhaupt nicht. Kann man hier auch zurechtdrücken, die Stacheldrahtpflanze, ne, damit die Kürbisse auch so gerade wie möglich gleich da drin sind. Ich muss mal eben selber einmal drehen, wo vielleicht doch noch etwas hin könnte. Aber ich finde, das sieht süß aus und dauert auch wirklich nicht lange. Eine Sache wollte ich euch jetzt noch erzählen zu den Zierkürbissen. Im Laufe der Zeit werden sie ja leider anfangen zu vergammeln und von daher würde ich die alle paar Tage mal überprüfen, ob da halt schon Schimmel irgendwo dran zu erkennen ist. Sollte das der Fall sein, dann würde ich sie auf jeden Fall ersetzen. Zum Beispiel hier durch diese Haselnüsse, ne, könnte man sie austauschen oder ihr verwendet dann, ich sag mal, künstliche Zierkürbisse. Wollte ich jetzt allerdings nicht machen. Ich persönlich arbeite am liebsten immer mit, wie heißt es, Naturmaterialien. Wenn ihr die nicht entsorgen solltet, ja gut, ne, dann tritt da so ein Saft hinaus, habt ihr dann halt in eurem Glas drinnen. Aber dann fangen die anderen Materialien auch höchstwahrscheinlich an, auch Schimmel anzusetzen. Und dann könnt ihr die auch alle entsorgen. Und von daher die Kürbisse ab und an mal überprüfen. Sehen sie noch gut aus? Und wenn halt nicht, weg damit. Ja, und die anderen Materialien, die könnt ihr bis, ich sag mal, bis Weihnachten oder auch bis nächstes Jahr einfach in dem Glas drin lassen. Die werden sich jetzt nicht mehr so stark verändern. Es kann sein, dass die Bauernhortensien noch etwas an Farbe verlieren werden. Allerdings sind die jetzt hier schon eine Woche alt und schon so gut wie eingetrocknet. Ne? So viel wird da jetzt bei denen nicht mehr passieren. Die Lampignonpflanzen, die hatte mir die Heidi zur Verfügung gestellt und die hatte sie schon zu Hause getrocknet. Wenn man die Lampignonpflanze jetzt frisch einarbeitet, ja, ist es relativ wahrscheinlich, dass sich da auch etwas Schimmel drauf bildet. Von daher würde ich die auch vorab schon mal trocknen, so ein paar Tage. Ich glaube, Heidi hatte die jetzt ich denke mal eine Woche getrocknet. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie lange das bei dir gedauert hatte. Und ja, ich glaube, ich kann jetzt auch gar nichts mehr erzählen zu dem Thema. Die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!